Na, die Idee zu Utopia ist uns 2009 gekommen. Da war für uns irgendwie klar, wir wollen was zur Bundestagswahl machen, haben Lust, ein bisschen über die Wahlprogramme aufzuklären, aber natürlich irgendwie auch nicht zu ernst, sondern irgendwie auf unterhaltsame Art und Weise und hatten dann so einige Kreativrunden. Und dann kam auf einmal die Idee, wir spenden jeder Partei 1 Quadratmeter Land und fordern sie auf, zeigt den Menschen, wie Deutschland ausschauen würde, wenn ihr es selber gestalten könnt. Ich war damals Parteivorsitzende der Grünen, noch gar nicht so lang im Amt, seit 2008 im Juni. Und dann war 2009 mein erster großer Bundestagswahlkampf, auch als Parteivorsitzende. Und das war eine wahnsinnig spannende Sache, weil das so ein ganz anderes, ganz neues Format einfach gewesen ist, auch Wahlkampf zu machen. Dann hatten wir die erste Zusage, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es die SPD oder die Grünen waren, aber von einem hatten wir die erste Zusage, dass sie mitmachen. Und damit hatten wir natürlich was in der Hand, dass wir bei allen anderen anrufen konnten und sagen, ja, die machen mit. Die wollen allen genau zeigen, wie es ausschaut. Die haben eine klare Idee von der Zukunft. Und dann ging es relativ schnell, dass dann Partei für Partei kam und alle gesagt haben, okay, wir stellen euch eine Delegation zur Verfügung und wir bauen mit euch zusammen die Zukunft Deutschlands. Und ich fand es super spannend, erstmal einen Blick hier hinter die Kulissen zu bekommen. Also das war für mich eine richtige Reise ins Miniaturwunderland. Mir ist dann erklärt worden, wie überhaupt so ein Diorama entsteht, also ganz praktisch entsteht. Ich habe hier mit einigen Kolleginnen und Kollegen sprechen dürfen auf der Strecke, war also sehr nah dran an diesem ganzen Prozess. Und habe dann gesehen, wie aufwendig es eigentlich ist, diese Minifiguren, die ja teilweise dann auch noch so ganz individuelle Züge haben, wie das eigentlich entsteht, so vom ganz Kleinen in eine große Landschaft hinein. Und habe, wow, gedacht, absoluter Respekt für das, was hier passiert und was dann den Zuschauerinnen und Zuschauern präsentiert wird. Und habe sofort gesagt, dass wir auf jeden Fall dabei sind und mitmachen wollen. Andrea Nahles war da, Dirk Niebel, Dorothee Beer, also alles damalige Bundesminister. Katharina Fegebank, die jetzt unsere zweite Bürgermeisterin in Hamburg ist. Gregor Gysi hat darüber gesprochen. Und das war dann irgendwie wie aus dieser Dynamik auf einmal die Spitzenpolitiker sich dieser Vision und unserer Idee angenommen haben. Dann ging es auch ganz schnell ans Ideensammeln, ans Brainstormen, ans Überlegen, was steht eigentlich in unserem Programm. Und wie kann man das Ganze aber echt auf 1 Quadratmeter so übersetzen, teilweise ziemlich abstrakte Formulierungen oder Dinge, unter denen sich vielleicht Otto Normalverbraucher gar nichts vorstellen kann, dass das für alle verständlich ist. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also das war richtig cool zu überlegen, das ganze Thema Vielfalt in der Gesellschaft zum Beispiel, also wie unterschiedliche Menschen zusammenleben. Ich glaube damals, oder es war dann 4 Jahre später, weiß ich gar nicht mehr genau, war das Thema Überwachung, Überwachungsstaat und so weiter, wo wir dann auch mit Graffitis an der Wand gespielt haben. Dann natürlich, welche Mobilität, welche Verkehrspolitik wollen wir in der Stadt, aber wie ist auch das Land angebunden? Wie sieht die Schule von morgen aus? Wie sollen eigentlich gute Arbeitsbedingungen sein? Dann haben wir das Thema Stadt-Land, also mit guter Landwirtschaft, mit artgerechter Tierhaltung in Verbindung gebracht. Also da kam immer eine Idee zur nächsten und wir hatten dann so ein Riesensammelsurium. Da habe ich schon gesagt, oh Gott, wie kriegt man das alles auf 1 Quadratmeter irgendwie raufgepackt? Und war dann wirklich geflasht zu sehen, was daraus dann innerhalb sehr kurzer Zeit gemacht wurde. Die Linke hat dann in einem Diorama quasi auch die FDP ein bisschen angegriffen, hatte dann so eine Figur draufstehen, wo dann jemand in klassischer gelb-blauer Montur vor lauter Bankkoffern stand von Geld von der Deutschen Bank und ein Plakat zu den Demonstranten runtergehalten hat, Arbeit muss sich wieder lohnen. Und die Provokation hat die FDP dann angenommen und hat dann gesagt, wir wollen unbedingt neben der Linken stehen und hat dann quasi an der Ecke des Dioramas neben der Linken ein Schilderwald und Paragraphendschungel bauen lassen. Und ganz am Ende, sie verlassen jetzt den demokratischen Sektor. Und das war dann aber schon so, dass beide dann auch übereinander lachen konnten. Und das war irgendwie dann schön zu sehen im Miteinander, dass es dann doch irgendwie auch alles ganz schön sportlich gesehen wurde und auch durchaus mit Humor ein bisschen gekämpft wurde. Aber vor allem war es spannend auch zu sehen, wie unterschiedlich alle rangegangen sind. So dass wir dann am Ende was hatten, was von den
Leuten, die hierher kamen, von den Zuschauern, auch sehr positiv bewertet wurde. Und was mich natürlich am meisten gefreut hat, dass gerade Kinder unser Diorama ganz besonders toll fanden. Das durfte dann ja abgestimmt werden. Und ich weiß noch, wie dann Freddy und Gerrit gesagt haben, ja, also beim Kindervoting, da lagt ihr ganz weit vorne. Und das fand ich natürlich großartig, weil das unser und mein Anspruch ist, Politik heute für morgen zu gestalten und vor allem auch für die Kinder- und Jugendgenerationen, denen wir ja auch einen guten Planeten hinterlassen wollen. Und das hat das Ganze einfach abgerundet. Und wenn man jetzt 11 Jahre später noch mal schaut, wie so die einzelnen Dioramen sind, sagt das auch ganz schön viel über die Parteien aus, dass man schon beispielsweise zu diesen Mobilitätsthemen der Grünen 2009 sieht, das ist jetzt gerade in Hamburg, wo die Mobilitätswende einen riesengroßen Stellenwert hat, sind da ganz schön viele Themen mittlerweile auch in der Realität angekommen. Ich habe das jetzt alles super geschmeidig dargestellt und so, als hätte es da gar keine Rangeleien und Reibereien gegeben. Natürlich gab es in der Abstimmung vor allem zwischen uns und dann der Bundesebene und welche Erwartungen dann Grüne Bund auch an unsere Aufgabe hier in Hamburg hatten, ganz viel Kommunikation und Austausch und dann natürlich auch mit unserer Frontfrau oder dann 4 Jahre später mit Anja Hajduk als Frontfrau, die natürlich das Ganze auch inhaltlich mit begleiten und gestalten wollten, sodass wir auch da viel miteinander geredet haben und geguckt haben, wie kriegen wir das eigentlich bestmöglich alles über die Rampe gebracht. Aber aus der heutigen Sicht nochmal zurückgeblickt, sensationelle Idee, die sicher zu 100% auch ihr Ziel erreicht hat, ihren Zweck erfüllt hat, nämlich Menschen in einem vielleicht gar nicht so politiknahen Kontext, Ort, nämlich hier dem Miniaturwunderland, wo man herkommt, um eine gute Zeit zu haben, um sich fahrende Eisenbahnen anzugucken und sonst in ganz andere Welten einzutauchen und einfach die Arbeit hier zu bewundern, mit Politik auf andere Art und Weise konfrontiert zu werden. Die Resonanz war wahnsinnig toll. Es wurde deutschlandweit berichtet. Wir haben Wahlkabinen aufgebaut. Viele tausend Wunderländer haben dann an der Wahl teilgenommen und einfach nicht realpolitisch, wofür sie stehen, sondern welche Vision sie am besten fanden, gewählt. Und das war dann schon ganz interessant, dass das extrem abgewichen hat von dem Wahlergebnis. Dass einfach, glaube ich, dann die Sache ganz anders bewertet wurde als jetzt so die historische Parteizugehörigkeit. Und das war ja spektakulär. Ich weiß noch, wie voll und wuselig es am Premierentag gewesen ist und was für ein dichtes Gedränge. Dutzende von Kameras und Fotografen, die da alle ihr bestes Bild knipsen wollten. Das war schon echt toll. Also es war ein großer Auftrieb und hat riesen Spaß gemacht. Und es war dann auch eine Überraschung zu sehen, wie denn das finale Diorama der jeweils anderen Parteien dann aussah. Irgendwann haben wir dann aus Bayern, wir haben an die CDU-CSU-Bundestagsfraktion geschrieben und haben dann aus Bayern, aus der Staatskanzlei, einen Brief bekommen, dass wir doch bitte nicht mit der CDU in einem Diorama gebaut werden. Wir sind immer eine eigenständige Partei und hatten dann auch eine ziemlich witzige Idee, Berlin braucht mehr Bayern. Und haben dann ziemlich provokant am Brandenburger Tor die Quadriga gegen eine Bavaria ausgetauscht und die Säulen in Blau-Weiß gemacht. Und Merkel und Seehofer haben dann einen Trachtenumzug durch Berlin angeführt. Das war provokant, aber natürlich wahnsinnig bildstark und witzig. Und dieses Bild wurde dann auch häufig transportiert. Und das hat extrem Spaß gemacht. Was eigentlich so rückblickend, finde ich persönlich, was das Schönste an der Ausstellung war, ist, wir haben ja am Anfang mit unseren Händen Landschaften gebaut, eine Oberfläche abgebildet, da Witze erzählt. Aber dass wir auch mit unseren Fähigkeiten einfach Inhalte eine ganz neue Form geben können und darüber irgendwie auch politisch bilden können. Leute, die vielleicht ansonsten irgendwie von so Worten sich gar nicht abgeholt haben, mit ganz, ganz starken Bildern irgendwie Politik ein neues Gesicht geben können. Das war einfach wahnsinnig schön, auch in den ganzen Briefen, die wir danach bekommen haben, dass das irgendwie ein schöner, anderer Weg war, sich Politik
zu nähern. Und das haben hier vor Ort ja auch diese Ausstellung am Ende, glaube ich, viele 100.000, wenn nicht gar Millionen gesehen. Das fand ich einfach total genial und hoffe, dass es vielleicht irgendwann noch mal wiederkommt.